Hallo liebe Häkelfreunde, heute lade ich euch ein, diese wunderschöne Kimono-Jacke mit mir zu häkeln. Die Passe und die Ärmel sind leicht oversized geschnitten, den unteren Teil der Jacke habe ich gerade hinuntergehäkelt, was der Jacke insgesamt eine schlanke Silhouette verleiht. Bei Bedarf kann der untere Teil der Jacke aber auch verbreitert werden. Die fröhlichen Farben und das flauschige Material unterstreichen das verspielte Zackenmuster und machen die Jacke zum richtigen Begleiter für kühle Tage. Richtwerte zum Verbrauch für die Größen 36 bis 50 und Infos zum verwendeten Material findet ihr auf einer Textseite nach den Intros bzw. bevor ich mit dem Häkeln beginne. Diese Raglanjacke wird von oben nach unten gehäkelt. Die Angaben für die verschiedenen Größen erscheinen immer dann im Video, wenn sie benötigt werden. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Nacharbeiten. Ich verwende eine Häkelnadel 4 mm und ich zeige euch zunächst ein paar Maschen im elastischen Anschlag, danach folgen Zahlen und Maße. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 2 Luftmaschen. Ich drehe die erste Luftmasche um, sodass 2 Fäden oben sind und einer unten. Ich hole den Faden durch. Ich ziehe ihn nur durch eine Schlaufe durch und dann durch die anderen 2. Dann lassen wir diese beiden Schlaufen aus und in die dritte Schlaufe, in die Quermasche stechen wir ein, holen den Faden durch. Wir ziehen ihn durch eine Schlaufe durch und dann durch die anderen 2. Von der Nadel aus gesehen in die dritte Masche einstechen, den Faden durchholen, immer nur eine Schlaufe abmaschen und dann die anderen 2. In den Querfaden einstechen, den Faden durchholen, eine Schlaufe abmaschen und dann die anderen 2. Wir häkeln später hier, wo die schönen Maschen sind. Wir haben jetzt 4 Maschen gemacht. Ich mache für die Größe 40-42 eine Kette, die ungefähr 60 cm lang ist. Die anderen Maße schreibe ich euch oben in die Ecke. Und wir brauchen eine Maschenzahl, die durch 6 teilbar ist, plus 4 zusätzliche Maschen für die Zunahmen. Für die Größe 40-42 mache ich 100 feste Maschen. Ich schreibe euch verwendbare Maschenzahlen oben hin und ihr schaut, mit welcher Zahl ihr am nächsten zu eurem benötigten Maß hinkommt. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 100 feste Maschen angeschlagen. Die Zahl kann bei euch anders sein. Bei mir sind das circa 60 cm. Sollte die Kette sehr locker werden, verwendet für die Anschlagskette
eine dünnere Häkelnadel und dann eine dickere Häkelnadel. Also zum Beispiel 3,5 und dann eine halbe Nummer mehr. Die Kette sollte ungefähr so aussehen wie bei mir, also nicht ganz locker. Und jetzt kippen wir die Kette, sodass die schönen Maschen oben sind. Ich häkle eine Luftmasche, um in die Höhe zu kommen. Und ich starte sofort im ersten Maschenkopf. Wir häkeln halbe Stäbchen und ihr müsst immer oben in der Ecke nachschauen, welche Zahl ihr am Anfang genommen habt. Und da steht dann, wie viele halbe Stäbchen ihr häkeln müsst. Ich brauche bei 100 Maschen 16 halbe Stäbchen für diesen ersten Abschnitt, und wenn ich 16 halbe Stäbchen gehäkelt habe und ihr habt eure Zahl, dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe meine Anzahl halbe Stäbchen gehäkelt. Jetzt folgt eine Zunahme in die nächste Masche. Und eine Zunahme besteht aus 3 halben Stäbchen in eine Masche. 3 halbe Stäbchen in eine Masche. Jetzt häkeln wir dieselbe Anzahl halbe Stäbchen wie im ersten Abschnitt. Immer oben nachschauen, welche Zahl ihr braucht, und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe dieselbe Anzahl halbe Stäbchen gehäkelt und jetzt folgt die zweite Zunahme. Wir häkeln 3 halbe Stäbchen in eine Masche. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr immer das mittlere halbe Stäbchen der Zunahme mit einem Maschenmarkierer versehen, damit ihr in der nächsten Reihe seht, wo die Zunahme hinkommt. Und jetzt folgt die doppelte Anzahl halbe Stäbchen. Bei mir sind es 32, ihr schaut oben nach, und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe meine Anzahl halbe Stäbchen gehäkelt. Wir häkeln die dritte Zunahme mit 3 halben Stäbchen in eine Masche. Jetzt folgt wieder dieselbe Anzahl wie in den ersten beiden Abschnitten. Bei mir sind es 16. Ihr häkelt eure Anzahl und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe meine Anzahl Stäbchen gehäkelt. Auch die vierte Zunahme besteht aus 3 halben Stäbchen in eine Masche. Und jetzt muss noch einmal dieselbe Anzahl halbe Stäbchen übrig bleiben wie in diesem Abschnitt. Bei mir sind es wieder 16 und ihr macht eure Anzahl und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt und zur Erklärung, wir haben hier das Rückenteil, hier sind die Ärmel und hier die beiden Vorderteile, und wir wenden die Arbeit. Wir häkeln eine Luftmasche, um in die Höhe zu kommen, und wir häkeln halbe Stäbchen bis zur ersten Zunahme, und in diesen Abschnitten am Rand ergibt sich ein halbes Stäbchen mehr als vorher bis zur Mitte der Zunahme, und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Zunahme angekommen. Hier seht ihr die 3 halben Stäbchen in einer Masche. Immer unten schauen, am Stiel der Masche erkennt man das gut, und
In den ersten dieser 3 Maschenköpfe häkeln wir ein halbes Stäbchen, sodass wir jetzt ein halbes Stäbchen mehr haben als in der Vorreihe. Ins mittlere halbe Stäbchen häkeln wir wieder 3 halbe Stäbchen in eine Masche und dann häkeln wir halbe Stäbchen bis zur nächsten Zunahme und in diesen Zwischenbereichen, wo auf beiden Seiten eine Zunahme ist, ergeben sich 2 halbe Stäbchen mehr bis zur Mitte der Zunahme. Und bei der nächsten Zunahme sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Hier seht ihr wieder die 3 halben Stäbchen in einer Masche. Ins erste häkeln wir ganz normal ein halbes Stäbchen, sodass wir jetzt in diesem Zwischenbereich 2 halbe Stäbchen mehr haben. Immer ins mittlere halbe Stäbchen häkeln wir wieder 3 halbe Stäbchen in eine Masche und dann geht es wieder weiter bis zur nächsten Zunahme und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, hier seht ihr die Zunahme der Vorreihe. Wie gesagt, immer unten schauen, da sieht man das am besten. In den ersten Maschenkopf häkeln wir ein halbes Stäbchen, in den mittleren Maschenkopf häkeln wir immer 3 halbe Stäbchen in eine Masche und dann häkeln wir bis zur 4. Zunahme und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, auch die 4. Zunahme funktioniert gleich. In den ersten dieser 3 Maschenköpfe häkeln wir ein halbes Stäbchen, in die Mitte häkeln wir 3 halbe Stäbchen in eine Masche und dann häkeln wir alle halben Stäbchen, die vorhanden sind, bis zum Ende der Reihe und im Randbereich ist es ein halbes Stäbchen mehr als in der Vorreihe und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt. Das Ganze sieht jetzt so aus und diese Reihe, die wir soeben gemacht haben, wird nun stets wiederholt. In allen Reihen werden die Zunahmen konsequent durchgeführt und zwar bis das Rückenteil eine bestimmte Breite erreicht hat. Wir messen von Ecke zu Ecke, das heißt vom mittleren halben Stäbchen bis zum mittleren halben Stäbchen und ich schreibe euch die Breite für eure Größe oben in die Ecke und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe für die Größe 40-42 das benötigte Maß erreicht. Ich habe hier eine Rückenbreite von ca. 54 cm. Die Passenhöhe ist bei mir ca. 21 cm. Die kann bei euch anders sein, aber dieses Maß kann euch als Richtwert dienen. Ich habe eine ungerade Anzahl Reihen gemacht mit halben Stäbchen. Das bedeutet, diese Seite hier, die ihr jetzt seht, ist die schöne Seite. Das erkennt ihr daran, wenn der Anfangsfaden auf der linken Seite hängt und der Arbeitsfaden muss sich ebenfalls auf der linken Seite befinden, wenn das Ganze so da liegt wie bei mir. Und dann können wir auf einer Hinreihe auf der schönen Seite die Ärmel abteilen. Und wie gesagt, wir befinden uns jetzt auf der schönen Seite
und wir häkeln halbe Stäbchen wie gewohnt, bis wir zur nächsten Ecke kommen und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin bei der Zunahme angekommen und ich häkle in das mittlere halbe Stäbchen ein halbes Stäbchen. Dann überspringe ich den Ärmelteil. Ich suche die nächste Zunahmestelle und beginne im mittleren halben Stäbchen wieder mit den halben Stäbchen. Dann häkle ich das Rückenteil hinüber und bei der nächsten Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der nächsten Ecke angekommen und auch hier häkle ich das letzte halbe Stäbchen direkt in die Mitte hinein. Dann überspringe ich den zweiten Ärmel und suche wieder die mittlere Masche der Zunahme. Und hier beginne ich wieder mit den halben Stäbchen. Und ich häkle die Reihe zu Ende und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt und jetzt müsst ihr eure halben Stäbchen zählen, die Maschenköpfe zählen, auch unter dem Arm diesen Maschenkopf mitzählen. Bei mir sieht es so aus, ich habe bei beiden Vorderteilen 44 halbe Stäbchen und beim Rückenteil 88 halbe Stäbchen, ergibt zusammen 176 halbe Stäbchen. Diese Zahl ist durch 4 teilbar. Wir müssen in der nächsten Reihe auf eine Maschenzahl kommen, die durch 4 teilbar ist, plus eine zusätzliche Masche. Das heißt, ich muss eine Masche zunehmen. Ich wende die Arbeit und starte wieder mit den halben Stäbchen. Und ich häkle, bis ich unter dem Arm ankomme und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin unter dem Arm angekommen und ich häkle hier 2 halbe Stäbchen in eine Masche, damit ich auf 177 halbe Stäbchen komme. Die Zahl kann bei euch anders sein, aber wir brauchen eine Maschenzahl teilbar durch 4 plus 1. Sollte es bei euch nötig sein, noch 1 oder 2 Maschen zuzunehmen, könnt ihr das unter dem anderen Arm machen. Und wenn ihr die Reihe gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt und habe jetzt eine passende Maschenzahl für das nachfolgende Muster. Das Muster besteht aus 3 Reihen. Die erste Musterreihe beginnt mit 3 Luftmaschen. Die zählen als ein Stäbchen und wir häkeln in den ersten Maschenkopf 3 Stäbchen in eine Masche, sodass wir insgesamt 4 Stäbchen haben. Wir lassen 3 Maschen aus und in die 4. Masche häkeln wir eine feste Masche. Dann häkeln wir 3 Luftmaschen, die zählen immer als Stäbchen und wir häkeln in dieselbe Masche, wo die feste Masche drin ist, 3 Stäbchen. Das ergibt solche Zacken. Wir lassen 3 Maschen aus. Wir häkeln in die 4. Masche eine feste Masche, dann immer 3 Luftmaschen
und 3 Stäbchen in dieselbe Masche, wo die feste Masche schon drin ist. 3 Stäbchen in eine Masche und immer 3 Maschen auslassen, eine feste Masche häkeln, 3 Luftmaschen und 3 Stäbchen in dieselbe Masche, wo die feste Masche drin ist. Das sieht so aus und das machen wir die ganze Reihe so. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Am Ende müssen 4 Maschenköpfe noch übrig sein. Wir häkeln wieder unsere 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen in dieselbe Masche, wo die feste Masche drin ist. Wir lassen 3 Maschenköpfe aus und in das letzte halbe Stäbchen häkeln wir eine feste Masche. Und wir wenden die Arbeit. Die zweite Musterreihe beginnt ebenfalls mit 3 Luftmaschen und wir häkeln in die feste Masche 3 Stäbchen in eine Masche, sodass wir wieder 4 Stäbchen haben. Und wir häkeln die feste Masche um das Ersatzstäbchen der Vorreihe herum in diese Lücke hinein. Dann häkeln wir in die feste Masche 3 Stäbchen und die feste Masche häkeln wir in die Lücke um das Ersatzstäbchen herum, 3 Stäbchen in die feste Masche, eine feste Masche um das Ersatzstäbchen der Vorreihe. Jetzt erhalten wir eine gerade Kante und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Auch hier häkle ich 3 Stäbchen in die feste Masche der Vorreihe und eine feste Masche um das Randstäbchen der Vorreihe herum. Und wir wenden die Arbeit. Die dritte Musterreihe ist eine einfache Stäbchenreihe. Wir starten mit 3 Luftmaschen. Damit ist die erste Masche besetzt und wir häkeln in jeden vorhandenen Maschenkopf ein Stäbchen. Und es muss dabei dieselbe Anzahl Stäbchen herauskommen wie hier in der letzten Reihe mit den halben Stäbchen, also wieder eine Maschenzahl teilbar durch 4 plus 1. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr in jede Masche ein Stäbchen häkelt und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. In dieser Reihe ist es ganz wichtig, dass ihr das letzte Stäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens häkelt. Dieses Stäbchen dürft ihr nicht vergessen, sonst stimmt die Maschenzahl nicht. Wir wenden die Arbeit und wir häkeln den Mustersatz noch einmal zusammen. Die erste Musterreihe beginnt mit 3 Luftmaschen und wir häkeln in dieselbe Masche, wo diese 3 Luftmaschen herauskommen, 3 Stäbchen, sodass wir 4 Stäbchen haben. Wir lassen 3 Maschen aus
und häkeln in die 4. Masche eine feste Masche, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen in die Masche, wo die feste Masche schon drin ist. Drei Maschen auslassen, eine feste Masche, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen in dieselbe Masche, wo die feste Masche drin ist, 3 Maschen auslassen und in die 4. Masche eine feste Masche häkeln. Und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Am Ende müssen 3 normale Stäbchen und das Ersatzstäbchen übrig sein. Wir häkeln unsere letzte Gruppe. Und die Reihe endet mit einer festen Masche um das Ersatzstäbchen der Vorreihe. Und wir wenden die Arbeit. Die zweite Musterreihe beginnt ebenfalls mit 3 Luftmaschen und 3 Stäbchen in die feste Masche. Sodass wir 4 Stäbchen haben und die feste Masche häkeln wir um das Ersatzstäbchen der Vorreihe herum. Dann wieder 3 Stäbchen in die feste Masche, eine feste Masche um das Ersatzstäbchen herum, 3 Stäbchen in die feste Masche, eine feste Masche um das Ersatzstäbchen der Vorreihe. In dieser Reihe wird die Kante wieder gerade und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch am Ende der Reihe häkle ich 3 Stäbchen in die letzte feste Masche und ich beende die Reihe mit einer festen Masche um das Ersatzstäbchen der Vorreihe. Und wir wenden die Arbeit und die 3. Musterreihe besteht aus Stäbchen. Wir starten mit 3 Luftmaschen, die sind das erste Stäbchen, damit ist die erste Masche besetzt und wir häkeln in jeden vorhandenen Maschenkorb ein Stäbchen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen und in dieser Reihe häkle ich das letzte Stäbchen in die 3. Luftmasche des Ersatzstäbchens. Und jetzt wiederholen wir den Mustersatz so lange, bis die Jacke die gewünschte Länge erreicht hat. Ich schreibe euch einen Richtwert oben in die Ecke. Wir messen vom höchsten Punkt, also von der Schulter, gerade hinunter und ich häkle eine gerade Anzahl an Mustersätzen, also immer 6 Reihen. Und wenn eure Jacke die gewünschte Länge erreicht hat, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, meine Jacke hat die gewünschte Länge erreicht. Ich habe ungefähr von ganz oben bis hinunter 75 cm. Ich habe eine gerade Anzahl an Mustersätzen gehäkelt. Ich habe zum Beispiel 14 Mustersätze gehäkelt. Das sind 42 Reihen und 42
ist ein Vielfaches von 6. Ich habe ja gesagt, dass wir immer 6 Reihen häkeln. Ich habe die Jacke wieder so hingelegt, dass der Anfangsfaden auf der linken Seite ist und der Arbeitsfaden ist ebenfalls auf der linken Seite, so dass wir auf einer Hinreihe die Abschlussreihe häkeln können. Und ich häkle zum Abschluss eine ganz normale erste Musterreihe, also diese Reihe mit den Zacken, so dass wir als Abschluss diese Zackenkante erhalten, also eine ganz gewöhnliche erste Musterreihe auf der schönen Seite. Und wenn ihr auf der anderen Seite angekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die untere Kante hinüber gehäkelt. Jetzt drehen wir das Ganze um 90 Grad und wir häkeln an den vorderen Kanten weiter. Ich beginne mit einer Luftmasche und häkle um die Randstäbchen herum 2 halbe Stäbchen, und zwar da, wo diese Stäbchenreihe ist, da wo die Zackenreihen sind, häkle ich 3 halbe Stäbchen um das Randstäbchen herum, und da wo die normalen Stäbchen sind, häkle ich 2 halbe Stäbchen um das Randstäbchen herum, also abwechselnd. Jetzt kommen 3 halbe Stäbchen, immer da wo die Zackenreihen sind, und bei den normalen Stäbchen 2 halbe Stäbchen, und das machen wir, bis wir zu den halben Stäbchen kommen, also bis zur Passe, und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Passe oben angekommen und hier müsst ihr schauen, wo die Reihen immer ineinander übergehen. Hier sind Einstichstellen vorhanden und hier häkle ich jeweils ein halbes Stäbchen und achtet darauf, dass der Rand nicht wellig wird, also nicht zu viele halbe Stäbchen machen und auch nicht zu wenige. Wie gesagt, ich schaue immer, wo die Reihen ineinander übergehen, und hier häkle ich ein halbes Stäbchen hinein. Und wir häkeln hinauf bis zur Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Halsrand angekommen und schaut, wie viele halbe Stäbchen ihr hier gemacht habt, damit ihr dann auf der anderen Seite gleich viele halbe Stäbchen machen könnt. Und ganz in die Ecke, ganz oben häkle ich 3 halbe Stäbchen in eine Masche, damit wir gut um die Ecke kommen. Und dann haben wir wieder schöne Einstichstellen und wir häkeln bis zur inneren Ecke halbe Stäbchen. Hier steche ich ein bisschen tiefer ein. Und bei der inneren Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der inneren Ecke angekommen. Hier seht ihr die Zunahme, die wir ganz am Anfang gehäkelt haben. Ich habe eine Masche vorher aufgehört und über diese 3 Maschen häkeln wir 3 zusammen abgemaschte halbe Stäbchen. Ich hole einen Umschlag, steche in die erste Stelle ein, hole den Faden durch und jetzt hole ich keinen Umschlag mehr. Jetzt steche ich in diese
Mitte hinein, wo die Zunahme ist, und dann noch in die Einstichstelle danach. So haben wir 5 Fäden auf der Nadel und die maschen wir alle gemeinsam ab. Und jetzt kommen noch 3 solche inneren Ecken und die machen wir alle gleich. Am Ende der Halskante sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Halskante hinüber gehäkelt und 4-mal die Abnahme gemacht, immer in den inneren Ecken. An der äußeren Ecke häkeln wir wieder 3 halbe Stäbchen in eine Masche und hier könnt ihr über den Anfangsfaden drüber häkeln und dann häkeln wir die Kante wieder hinunter, so wie wir vorhin hinauf gehäkelt haben. Schaut, dass ihr hier bei den halben Stäbchen annähernd dieselbe Anzahl halbe Stäbchen habt wie auf der anderen Seite, und im unteren Teil häkeln wir wieder abwechselnd 3, 2, 3 halbe Stäbchen. Und wenn ihr am unteren Rand wieder angekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe auf der anderen Seite hinunter gehäkelt und zwar nur bis zu dieser Stäbchenreihe. In diese letzte Stäbchenreihe habe ich 2 halbe Stäbchen gehäkelt. In den Bogen häkeln wir nicht, damit die Kanten genau gleich lang werden auf beiden Seiten. Wir wenden die Arbeit. Wir starten mit einer Luftmasche und häkeln in den ersten Maschenkopf immer das erste halbe Stäbchen und wir häkeln die Kante hinauf bis zur ersten Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin bei der Ecke angekommen, bei der äußeren Ecke, und hier seht ihr die 3 halben Stäbchen in einer Masche. Ins erste häkle ich ein halbes Stäbchen und immer ins mittlere häkeln wir 3 halbe Stäbchen in eine Masche. Und wir häkeln bis zur inneren Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Bei der inneren Ecke hören wir eine Masche vor der Mitte auf. Wir holen einen Umschlag, stechen in die erste Masche ein, holen den Faden durch, dann holen wir keinen Umschlag mehr, stechen in die mittlere Masche, holen den Faden durch und in die Masche nach der Mitte, sodass 5 Fäden auf der Nadel sind und die maschen wir gemeinsam ab. Und das machen wir bei allen inneren Ecken gleich. Und bei den inneren Ecken diese Abnahmen nur so lange machen, bis der Ausschnitt für euch die richtige Weite hat. Wenn er die richtige Weite erreicht hat, keine Abnahmen mehr machen, aber die äußeren Ecken bleiben immer gleich. Und wir häkeln die Reihe sinngemäß zu Ende. In dieser Reihe noch mit 4 Abnahmen. Wie gesagt, die äußere Ecke bleibt immer gleich und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin wieder am unteren Rand der Jacke angekommen. Wir wenden die Arbeit und wir häkeln noch 2 Reihen halbe Stäbchen. Nach diesen 2 Reihen machen wir die Knopflöcher und wie gesagt, die äußeren Ecken sind immer gleich und bei den inneren Ecken müsst ihr bei jeder Reihe prüfen, ob die Weite des Halsausschnittes für euch passt. Und wenn er eng genug ist, einfach ohne Abnahmen drüber häkeln. Und wenn ihr 2 Reihen halbe Stäbchen gemacht habt, sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück. Ich habe insgesamt 4 Reihen halbe Stäbchen gehäkelt und ich habe mir mit Klammern die Knopflöcher markiert. Das oberste Knopfloch mache ich direkt neben dieser Zunahme. Die Klammer deckt 2 Maschenköpfe zu, dann eins hier, bevor das Wellenmuster beginnt, und eins in der Mitte, und achtet darauf, dass zwischen den Knopflöchern gleich viele Maschen sind. Und wir häkeln halbe Stäbchen bis zur ersten Klammer und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe bis zur ersten Klammer halbe Stäbchen gehäkelt. Ich entferne die Klammer. Ich häkle 2 Luftmaschen, überspringe 2 Maschen und häkle mit halben Stäbchen weiter. Und das macht ihr bei allen Knopflöchern gleich. Dann häkeln wir die Reihe zu Ende und wieder zurück bis zum obersten Knopfloch und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beim obersten Knopfloch angekommen. Ich häkle halbe Stäbchen bis zum letzten schönen Maschenkopf. Dann häkle ich 3 halbe Stäbchen in die Lücke und dafür lasse ich diesen Maschenkopf, der schon in die Lücke hineinhängt, aus. Das heißt, ich häkle 3 halbe Stäbchen in die Lücke und dann häkle ich im nächsten schönen Maschenkopf weiter. Und so stimmt dann die Maschenzahl wieder. Und das machen wir bei allen Knopflöchern gleich. Und dann häkeln wir noch eine Reihe halbe Stäbchen darüber, sodass wir insgesamt 7 Reihen haben. Dann werde ich einen Ärmel vorbereiten und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die vorderen Kanten fertig gehäkelt, die Knöpfe angenäht und ich habe einen Ärmel vorbereitet im selben Muster wie den unteren Teil der Jacke, und den zweiten Ärmel machen wir jetzt gemeinsam. Wir befinden uns auf der schönen Seite der Jacke, also auf der Außenseite, und wir beginnen unter dem Arm. Und hier seht ihr, wo wir die Ärmel abgeteilt haben. In der Mitte dieser Zunahme und in dieselbe Masche, wo schon eine Masche drin ist, steche ich ein, hole den Faden durch. Ich mache einen Knoten. Ich steche in dieselbe Masche noch einmal ein, hole den Faden durch. Ich häkle zuerst eine Luftmasche und dann ein halbes Stäbchen in dieselbe Masche. Und jetzt häkle ich in jeden Maschenkopf ein halbes Stäbchen, bis wir wieder unter dem Arm ankommen. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin unter dem Arm angekommen, bis ganz unter den Arm häkeln, und jetzt müsst ihr die Anzahl der halben Stäbchen zählen und die Maschenzahl notieren. Und wenn ihr das gemacht habt, dann wenden wir die Arbeit und in der Rückreihe passen wir die Maschenzahl an. Wir brauchen wieder eine Maschenzahl teilbar durch 4 plus 1. Bei mir haben sich zum Beispiel 74 halbe Stäbchen ergeben. Das heißt, ich muss eine Masche abnehmen für das Muster.
73 ist zum Beispiel eine Maschenzahl teilbar durch 4 plus 1, also 72 ist durch 4 teilbar, plus 1 ist 73 und ihr schaut, wie viele Maschen ihr abnehmen müsst und das machen wir dann an mehreren Stellen, wenn es notwendig ist, ungefähr im selben Abstand, also wenn ihr 3 Abnahmen braucht, ungefähr im selben Abstand 3 Maschen abnehmen. Wie das gemacht wird, zeige ich euch jetzt. Ich häkle zunächst eine Luftmasche und beginne wieder mit den halben Stäbchen. Und da ich nur eine Masche abnehmen muss, mache ich das ungefähr bei der Hälfte und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin ungefähr bei der Hälfte des Ärmels angekommen und eine Abnahme geht so, wir holen einen Umschlag, stechen in den nächsten Maschenkopf ein, holen den Faden durch, dann holen wir keinen Umschlag, stechen in den nächsten Maschenkopf ein, holen den Faden durch und maschen alle Fäden gemeinsam ab. Das ist in der nächsten Reihe nur noch ein Maschenkopf. Ihr nehmt so viele Maschen ab wie notwendig, damit ihr auf eine passende Maschenzahl kommt, teilbar durch 4 plus 1 und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe meine Maschenzahl nun angepasst, so dass sich das Muster, das wir bei der Jacke gemacht haben, wieder ausgeht. Und wir häkeln jetzt die ersten 2 Reihen des Mustersatzes mit der Maschenzahl, die wir jetzt haben, also die 2 Reihen des Zackenmusters. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die ersten 2 Reihen des Mustersatzes gehäkelt und in der dritten Reihe mache ich nun Abnahmen. Und zwar nehme ich 4 Stäbchen ab. Ich habe ungefähr im selben Abstand 4 Klammern gesetzt. Das muss nicht genau passen. Es reicht, wenn die Abstände ungefähr gleich sind. Und ich häkle Stäbchen bis zur ersten Klammer. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Klammer angekommen, ich entferne die Klammer und ich häkle 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Wir holen einen Umschlag, stechen in die erste Masche ein, holen den Faden durch, maschen 2 Fäden ab. Wir holen einen Umschlag, stechen in den nächsten Maschenkopf ein, holen den Faden durch, maschen 2 Fäden ab. 3 Fäden sind auf der Nadel, die maschen wir gemeinsam ab. Dann haben wir in der nächsten Reihe ein Stäbchen oder eine Masche weniger. Das machen wir bei allen Klammern so. Es müssen genau 4 Abnahmen sein. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir haben die Maschenzahl um 4 Maschen reduziert. Das bedeutet, das Muster geht sich wieder aus. Wir häkeln jetzt 5 Reihen mit unveränderter Maschenzahl, also einen ganzen Mustersatz, der aus 3 Reihen besteht, plus die ersten 2 Reihen des darauffolgenden Mustersatzes, also 3 Reihen ganz normale Muster ohne Abnahmen plus 2 Reihen des darauffolgenden Mustersatzes. Insgesamt 5 Reihen in der Musterfolge häkeln und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 5 Reihen in der Musterfolge ohne Abnahmen gehäkelt. Jetzt folgt wieder eine Stäbchenreihe mit Abnahmen. Ich habe wieder 4 Klammern
gesetzt und ich mache wieder 4 Abnahmen, so wie vorhin gezeigt, in dieser Stäbchenreihe. Und wenn ihr diese Reihe gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe wieder 4 Stäbchen abgenommen und so geht sich das Muster wieder aus. Und jetzt folgen wieder 5 Reihen ohne Abnahmen in der Musterfolge und in jeder 6. Reihe, das ist dann immer eine Stäbchenreihe, nehmen wir wieder 4 Stäbchen ab und das machen wir so lange, bis der Ärmel die gewünschte Länge erreicht hat. Ich schreibe euch einen Richtwert oben in die Ecke und wir enden vorläufig mit einer Stäbchenreihe. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Ärmel hat die gewünschte Länge erreicht. Ich habe in jeder 6. Reihe die Abnahmen durchgeführt und ich habe 11 Mustersätze gehäkelt. Das bedeutet, bei mir ist jetzt diese letzte Musterreihe eine erste Musterreihe auf der Innenseite. Es ist egal, ob sich diese letzte Reihe auf der Innenseite befindet oder auf der Außenseite. Wir häkeln also zum Abschluss eine ganz gewöhnliche erste Musterreihe im Zackenmuster und wenn ihr diese Reihe gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Abschlussreihe gehäkelt und ich habe die Jacke so umgedreht, dass die schöne Seite innen ist und jetzt schließen wir die Ärmelnaht und dazu schaue ich, dass diese Stäbchenreihe ganz genau auf die andere passt und auch hier die Reihen mit dem Zackenmuster genau zusammenpassen. Und hier beginne ich in der Stäbchenreihe mit der Naht. Ich mache da, wo die Stäbchen sind, 2 feste Maschen und da, wo die Zackenreihen sind, 3 feste Maschen um die Randstäbchen herum. Und wie gesagt, achtet darauf, dass die Reihen genau zusammenpassen. Und das machen wir bis oben unter dem Arm. Und dann müsst ihr nur noch den zweiten Ärmel häkeln. Und dann ist unsere tolle Kimono-Jacke fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Häkeln dieser bunten Kimono-Jacke und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.